Wow, ein XL-Kompaktrad. Da kann man sich jetzt ja fragen, sogar XXL, macht das Sinn, ein Kompaktrad in XXL-Größe zu bauen? Und Tobi und Lucien, beide Kompaktrad-Spezialisten, sagen, genau das hat der Markt noch gebraucht, nämlich ein XXL-Kompaktrad für große und auch schwere Leute. Genau, ist gedacht für Leute, die mit mehr Gewicht unterwegs sind, sei es in den Packtaschen oder halt gleich am Körper und auch vor allem für die, die ein bisschen größer sind. Ne? Also hier kannst du auch mitfahren, wenn du 2 Meter groß bist und es Ja. ist ein Kompaktrad. Was darf ich denn wiegen? Du darfst mit dem Rad zusammen und allem drum und dran darfst du 180 Kilo dabei haben, also 180 Kilo Systemgewicht, das ist halt echt schon massiv viel. Ja, und da wir in Deutschland sind, geht da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als punktuelle Belastung, wenn ich denn da bin. Das hat einen Motor drin? Das hat den Performance CX drin von Bosch. Echt in einem Kompaktrad? Genau. Warte, ich guck mal, echt ein CX? Sag mal, der wird ja mittlerweile, ist ja eigentlich ein Mountainbike-Motor, der wird ja überall eingebaut. Ja, ist halt, er fühlt sich halt super spritzig an und deshalb wird er auch überall verbaut. Und wie wir Deutschen halt mal so sind, wenn wir die Wahl haben, nehmen wir doch lieber den stärkeren. So, und das ist jetzt Mischbereifung, vorne 29, hinten 27,5. 20 Zoll Kompaktradreifen. 20. Genau. Ist das nicht, ich sag mal, wendig ist es auf jeden Fall, aber hat das Nachteile, die 20 Zoll? Ich glaube, solange du nicht mehr als, ich sag mal, 40 Kilometer bei einer Strecke fährst, wirst du es wahrscheinlich gar nicht merken. Warum? Es läuft, also du hast halt einen relativ breiten Radstand hier beim XXL-Modell, unterscheidet es halt ein bisschen vom normalen Modell. Dadurch ist das Feeling halt tatsächlich von einem Trekkingrad, das ein bisschen wendiger ist. Ist natürlich nicht ganz so laufruhig, wie wenn du jetzt mit 28, 29 Zoll Bereifung fährst, aber wirst du erst bei längeren Touren merken. Ja, ich habe im 19. Jahrhundert so Fotos gesehen, da war das Vorderrad ganz groß und so eine kleine Kurbel in der Mitte, man saß hinten drauf. Es sieht schon ein bisschen komisch aus, aber du sagst, wenn du drauf sitzt, dann merkst du das gar nicht. Was ist denn der Vorteil jetzt von dem Fahrrad? Weil zusammenklappen kann ich es ja nicht. Du kannst es nicht zusammenklappen, aber du kannst es auf ein sehr kompaktes Packmaß bringen. Wie denn? Du kannst den Lenker kannst du halt schräg stellen. Mach mal. Das wir da mal gucken. Das heißt, also, okay, das heißt, ich kriege die Silhouette, kriege ich sehr, sehr schmal. Genau, das hatten wir ja auch schon mal gezeigt. Also, 2 Handgriffe und du hast das Ganze sehr, sehr schmal, sehr kompakt von der Silhouette. Kannst sogar die Pedale noch abklappen. sag mal, wie geht das? Hier ist ein Griff drin, Ja. drückst du rein und dann einmal hoch und dann ist das abgeklappt. Jetzt kann ich es reinlegen, zum Beispiel in den Kofferraum, in Kombi. Das Blöde bei den Pedalen ist ja immer, dass sie nicht abklappbar sind. Das heißt, das ist der Punkt, wo es dann immer scheuert. Und auch die kannst du einklappen. Lucien, klapp mal bitte ein. Jo, dass wir das sehen. Also, ich wiederhole mal. 85 Newtonmeter. Kompaktes Rad, große Größe. Dann in der City, glaube ich, auch extrem wendig. Oder du kommst damit um jeden Pfeiler, um jeden Pfosten überall rum, oder? Genau, also es ist super wendig mit den kleinen Reifen, das klar, bringen die so mit sich. Du hast einen Riemen dran, das heißt keine nervige Kette, die immer geölt werden muss. Und Die ist auch sauber, verschleißt. der Riemen relativ sauber im Vergleich zur Kette. Genau, also kannst du ein bisschen Riemenwachs drüber machen, wenn du den pflegen willst, dass er geschmeidig bleibt. Musst du aber gar nicht, kannst du eigentlich ohne Probleme, ohne was zu tun, 20.000 Kilometer fahren. Er hat einen tollen Akku mit drin, denn der lässt sich ultra leicht entnehmen. Eigentlich optimal, um das Fahrrad gegen Diebstahl zu sichern. Das heißt, wenn der Akku schon nicht mehr drin ist, haben die Leute keinen Bock mehr. Dann kann man das Display auch abnehmbar machen, das Kiosk. Genau, das ist auch abnehmbar. Das könnte man auch fest verschrauben. Ich glaube, hier haben wir es, ja, kann sein, dass wir es auch. Also ist tatsächlich auch so, dass es im Verkauf nicht geklaut wird, aber wenn jetzt jemand da richtig Gewalt ansetzt, kriegt das natürlich irgendwie auch ab. Aber Das heißt, das könnte man abnehmen. ja, genau. Aber es ist normal, es ist einfach mit Magnet halt fest, damit du, wenn du stürzt, das kommt ja eigentlich aus dem Mountainbike, das Kiosk, dass du dann halt das abfällt und nicht die Halterung kaputt geht oder so. Ne? Dann ist das Kiosk. Ja, es ist ein cooles Fahrrad. Ganz besonders interessant sind natürlich diese besonderen Erfindungen, die hier mit dabei sind. Das bei Schulz-Ding kommt aus Saarbrücken und das kannst du einfach zur Seite klappen mit diesem kleinen Sicherungsmechanismus und mit dem Splint. Dann hast du hier ganz bewusst keinen Schnellverschluss, sondern der ist fest, damit eben der Sattel nicht geklaut wird, nehme ich an, oder? Genau, das ist gerade bei
Stadtfahrrädern und dafür wird es ganz oft benutzt, für in der Stadt rumzufahren, ist das halt schon so ein Problem. Du stellst das Rad kurz draußen ab, kommst wieder raus und der Sattel ist weg. Deshalb hier jetzt fest verschraubt, kriegst natürlich mit Werkzeug ohne Probleme verstellt, auch ziemlich schnell, aber kannst ihn jetzt halt nicht einfach so mitnehmen. Dann hat es ein Schloss mit integriert, auch das kenne ich noch von den Hollandrädern, aber hier ein richtiges Abos-Schloss und ich kann es sogar anketten. Genau, das Rahmenschloss, das Easy-Rahmenschloss hier von Abus haben wir halt dazu quasi dazu geordert und haben das jetzt hier festgemacht. Ne? Das gibt es in so einem Easy-Kit, ne, wo dann auch noch die Easy-Tasche ist mit der Schlosskette. Sag mal, die Kette bitte. Ja, das ist dann extra so auffällig, dass man dann auch in diesen Easy-Farben halt diese. Achso, dass ich nicht losfahre mit der Kette dran. Ja, aber das ist ja immer mit dabei und da passt auch noch ein Schlauch oder ein Müsli-Riegel mit rein in die Tasche, das ist ganz fein. Ich mache hinten das Hinterrad, blockiere ich dann und wenn ich es dann an einen immobilen Gegenstand reinschiebe, ne, also hier die Kette, den Bolzen in das Schloss rein und es irgendwo noch fixiere, dann ist es auch noch ein bisschen sicherer, weil es dann nicht, und vor allen Dingen, wenn es geklaut ist, das heißt, ist Sicherung dann nicht auch blöd. Ne? ich nehm die Batterie einfach ab, dann haben die eh schon keinen Bock mehr. Klar, wer sich auskennt, sieht, ist ein Easy, aber alle anderen, die Standard 0815 Diebe denken, oh mein Gott, ein Klapprad, habe ich eh keinen Bock drauf. Mag sein. Ich glaube, hier siehst du auf den zweiten Blick schon, dass es ein bisschen was Besseres ist. Spätestens, wenn du dann den Bosch-Motor entdeckt hast, weißt du, das könnte sich lohnen. Abkleben mit Isolierband. Ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, und dann also 4.749 € ist eine Stange Geld, aber die Komponenten, die verbaut worden sind, vom Feinsten, fängt an mit diesen Carbonriemen. Fängt an mit dem Carbonriemen und geht weiter dort, wo der Riemen endet, nämlich bei einer Di2-Schaltung, der 5-Gang-Nexus, die ich elektrisch schalten kann. Elektrisch? Genau, ohne Zug. Ich kann mir sogar einen Anfahrgang aussuchen, dass das Rad automatisch in den halt eben reinschaltet und ansonsten kann ich elektrisch schalten. Und die kann auch die brachiale Kraft von dem Motor ab. Genau, das ist immer ganz wichtig. Hier haben wir die Inter 5e verbaut. Die verträgt den CX. Bei anderen Nabenschaltungen wird es dann oft schwierig. Aber hier haben wir jetzt eine drin, die das auch wirklich aushält. Supernova. Mal wieder. Nee, tatsächlich nicht. Sieht aber. Eine Kopie. Ja, Aus da, ja. Ist eine Fuxon wie vorne. Vorne ist Fernlicht, hinten eine super helle Rücklichtlampe von Fuxon. Die werden jetzt seit 22 bei den Easy-Modellen gebaut. Aber, wie du schon sagst, sieht aus wie eine Supernova. Ja. Sieht aus wie eine Supernova. Hier vorne ist die Lampe. Auch die hat eine Besonderheit. Die strahlt in die Richtung, wo ich lenke. Das heißt also, obwohl das ja so aussieht, als wäre sie fix montiert, nein, sie ist unten dran. Ja, die lenkt schön mit in die Kurven rein. Und das ist dann ganz praktisch, weil ich dann immer alles sehe. Wird dann auch nicht vom Frontloader verdeckt oder wenn ich dann ein Körbchen drauf habe, wo oft halt die Lampe hier am Lenker ist und dann habe ich ein großes Körbchen oder eine Tasche oder sonst was und dann sehe ich nichts mehr von dem Lichtkegel. Was kommt hier vorne drauf? Was kann man hier drauf machen? Ein Körbchen? Oh, da ist die Bandbreite riesig. Da müssten wir die Katja fragen, die weiß am meisten darüber Bescheid. Hast du Clickfix irgendwas da? Ein Clickfix? Irgendwas? Haben wir irgendwas an Klicksfix da bestimmt, ne? Klickfix natürlich. Eine Tasche. Hast du mal eine dafür vorne drauf? Ein Körbchen oder so? Ja, ich glaube, da können wir auch einfach eine Ortlieb nehmen. Da ist nämlich tatsächlich die Aufnahme kompatibel. Das ist die gleiche. Das ist die gleiche. Wo haben wir eine? Ja, vielleicht eine schöne. Die sind alle schön von Ortlieb. Aber ich finde die Neon, da wirst du natürlich echt gut gesehen, aber echt, die funktioniert. Die funktioniert. Wir haben natürlich auch die originalen Easy-Taschen da, die da wunderbar drauf passen. Da gibt es auch so schöne Rucksäcke, die du vorne einklicken kannst. Aber wir gerade hier stehen, um es zu demonstrieren. Sag mal, gibt es von Ortlieb jetzt im passenden Design noch Seitentaschen? Also im ähnlichen? Wenn du mal gerade die schwarzen, vielleicht mal die grüne drauf machen, wenn du mal so lieb bist. Ja, können wir gerne machen. Die sieht nämlich so aus, als könnte sie dazugehören. Und die kannst du einfach einklicken, das ist ziemlich cool. Denn auch dieser Gepäckträger ist Ortlieb vorbereitet. Der hat nämlich vorne diesen Querträger. Zusammengekettet, deshalb ist es ein bisschen fummelig. Das ist so Plug and Play, das geht. Genau, das ziehst du einfach oben am Griff und dann kannst du einhängen. Kannst dann seitlich noch arretieren mit unten mit dem Plastikgreifer und dann hast du die schön. Ich filme es mal von der Seite, weil sieht jetzt viel besser aus, das Fahrrad. Und spätestens jetzt würde ich es klauen. Also jetzt würde ich sagen, jetzt ist es so wertig. Aber das ist schon ein Problem, Diebstahl, oder? Ja, wir haben tatsächlich viele Kunden, die wir vor einem halben Jahr erst gesehen haben oder Dreivierteljahr, die ihr Rad geklaut gekriegt haben. Und ja, Ist ja für dich gut. Dann kannst du wieder ein neues verkaufen. ja mich wundert es halt, dass selbst auf der Base sogar die Räder geklaut werden. Also das ist, Base ist die Airbase. und da dürfen ja nur die Amerikaner selber drauf. Also das ist witzig. Also da ist momentan scheinbar, ja. Ja, vielleicht mal eins. Sag mal, ein guter Diebstahlschutz ist ja ein Schloss.
Was ist denn so dein Tipp? Was ist ein gutes Schloss, wenn ich jetzt sage, ich nehme noch ein Schloss? Also ich habe von einem Profi mal gehört, der hat gesagt, nimm am besten zwei verschiedene. Das mögen die gar nicht. Genau, also immer wenn es halt unterschiedliche Schlosstypen sind, wird es halt dann ein bisschen anstrengend, weil du auch oft verschiedenes Werkzeug brauchst. Wenn du beispielsweise das Schloss nimmst, da würde ich jetzt schon fast mit der Akkuflex ran wollen, damit ich da relativ fix unterwegs bin. Und wenn ich mir dann eben ein Schloss nehme, das außen noch ein Gewebe drumherum habe, da habe ich dann mit der Flex sofort ein Problem. Ne? Ich habe übrigens mal versucht, so ein Schloss aus dem Discounter zu knacken mit einer Pitchzange, einer professionellen. Wir haben, ich glaube, 15 Minuten gebraucht, bis wir es durch hatten, weil das doch diese wie nennt man die, diese Stahladern, die da drin sind, die waren so hart und die hast du so schlecht durchbekommen, dass ich dachte, ey, ich nehme mir mal so eine Pitchzange, so eine große, beiß die mal durch, das kannst du vergessen. Also, aber du sagst mit einer Flex, das geht so schnell. Genau, und beim Discounter-Schloss würde ich die Flex gar nicht erst auspacken. Ich würde einfach gegen Schließzylinder schlagen, die fliegen meistens raus. Gott. Also da ist es. Lass uns mal nicht diskutieren über das Thema Klauen, sondern über das Thema, wie fährt sich so ein Fahrrad. Lucien, du bist professioneller Stuntfahrer für Gebrauchsfahrräder. Wenn du mal gerade das Fahrrad mal nimmst, das ist genau deine Größe. Ich bräuchte aber jetzt einen Imbus, also ein Tool, weil das ist jetzt zu hoch. Das ist zu hoch, okay. Soll ich mit dem Zeug sagen? Da wir aber bei einem autorisierten Fachhändler sind, sehe ich schon, Tobi, ihr habt an jeder Ecke so ein, was ist das da, ein Knochen? Was ist das für ein Ding? Das ist unser Dreizack, da hast du die gängigen Imbusgrößen drauf von 4 bis 6. Das ist so das, was du immer wieder brauchst, um mal gerade schnell ein Rad einzustellen. Also wenn ihr den Sattel klauen wollt, nehmt so einen Dreizack mit, passt auf alle Sattel und dann könnt ihr ihn dann doch mitnehmen. Gibt es eigentlich Sättel, die ich nicht rausziehen kann, auch wenn ich es losmache? Genau, es gibt auch die Möglichkeit, wenn du jetzt beispielsweise eine bei Schulz Federsattelstütze haben möchtest, kann man die diebstahlsicher machen, gibt es eine Vorrichtung für, die wir anbringen können und dann kannst du das nicht einfach rausziehen. So, das bedeutet, wir haben Bosch Performance CX, 85 Newtonmeter, haben ein Kompaktrad, von dem du sagst, wenn man drauf sitzt, merke ich gar nicht, dass ich auf dem Kompaktrad bin. Du merkst schon, weil es ein bisschen wendiger ist, aber vom Fahrkomfort hast du jetzt nicht irgendwie ein ungutes Gefühl, dass das Rad flattern würde oder so. Das ist was, man muss es einfach ausprobiert haben. Es macht halt gerade mit einem starken Motor ultra viel Spaß, weil es super spritzig ist. Ich glaube, das macht auch für Kids gut. Das ist jetzt die XL-Variante. Ihr habt die auch ein bisschen kleiner, ne? Ja, klar, wir haben auch die normale Version, die Nicht-XL-Version. Da kann dann auch wirklich eine ganz kleine Person drauf fahren. Also ich glaube, 1,60 geht easy. Das heißt auch easy, oder? Ja, genau. Die sagen ja bei den normalen Easys 1,50 bis 1,80 und bei den XL so ab 1,65, 67 aufwärts bis 2 Meter. Aber schon so knappe 1,70 sollte man vielleicht haben. Die Katja ist das auch schon mal auf einer Messe gefahren, die ist 1,65, 66, die hat gesagt, geht bei ihr auch noch gerade. Da finde ich auch so, das ist so dieser Übergang. Du bist jetzt fast 1,80 Meter, also bei dir geht es problemlos. Fahr mal bitte, dass wir mal sehen. Also Bosch Performance CX, ist der jetzt irgendwie beschränkt von der Leistung? Nee, gar nicht. Das ist Offen. Die kompletten 85 Newtonmeter dürfen hier benutzt werden. Offen und dann Pickup-Reifen sind drauf, also aus dem Lastenradbereich, weil das Gesamtsystemgewicht, was war es nochmal, 180? Genau, 180. Die Reifen hätten da noch ein bisschen Toleranz. Jeder Reifen packt 125 Kilo. Also wenn die Rahmenbauer nachziehen, ist da sogar noch mehr drin. Aber ich glaube, das muss fast nicht sein. So, Bunny Hop. War ganz klein. Naja, Mit den Taschen. wir haben sie jetzt nur drüber gelegt, nicht richtig eingehängt. Deshalb lieber ein bisschen vorsichtig. Jetzt komm, jetzt mach mal. Ja, beide Räder waren vom Boden weg. Das kann man bei euch im Bunny Hop Kurs lernen, immer freitags von 11 bis 17 Uhr. Aber nur bei Vollmond, ja. Aber es ist schon sehr wendig. Ne? Super wendig, super spritzig. Also gerade wenn du mit dem CX, wenn du da hochschaltest, mal mit. Ach so, du kannst dich schnell verstellen, die Höhe vom Lenker. Genau. Das ist halt wirklich, da können auch kleinere Personen dann mal easy mitfahren. Wenn du mal gerade eine 8 fährst, eine 8 fährst um die beiden Fahrradständer. Sind es Fahrradständer? Ich glaube, das ist ein Anfahrschutz tatsächlich. Also als Fahrradständer ist nicht gedacht, aber ja. Damit keiner gegen die Hauswand fährt. Genau, die schöne Hauswand nicht kaputt macht. Ich finde halt die 5-Gang, diese elektronische Schaltung halt super gut, weil Wie funktioniert die? Zeig mal. du drückst hier drauf und es ist halt wie eine Rohloff. Siehst du die Gänge hier? Warte, ganz kurz. Also das ist die Fernbedienung von Shimano. Ja. Und das hörst du dann auch hier hinten ganz leise, ne? Ich weiß nicht, ob man das Aber ist sehr leise, also ich höre es kaum. mit den Windgeräuschen.
Ja, ist ein bisschen am Summen. So, und dann siehst du die Gänge wo? Hier? Jetzt sind wir in Gang 1. Und die schaltet automatisch zurück an der Ampel. Kannst du so einstellen, ja. Da ist es, das Easy. 180 Kilo. 180 Kilo. Hat das irgendwas zu tun mit Kettler, die Marke? Werden tatsächlich im selben Werk gebaut, ja. Ist das im Saarland? Das ist im Saarland. So, also, liebe Leute, heute ist der 21. März. Ich merke nichts vom Frühlingsanfang, nur dass diese Vögel dauernd am Zwitschern sind, den ganzen Tag schon. Ich glaube, die sind alle schon zurückgeflogen und wundern sich, wie kalt noch ist. Aber es soll wärmer werden. Ich glaube, eine Woche haben wir jetzt noch ein bisschen durchwachsenes Wetter und dann haben wir endgültig Frühjahr. Also, Easy XXL, wie heißt das? Easy? Das ist das Easy XXL E5ZR DI2. DI2, ne, für die elektronische Schaltung. Gibt es in allen Bereichen, Rennrad, überall. Genau. So, DI2. Tschüss, Lucien. Tschüss, Tobi. Wir sind bei Konrad Green Bikes in Kaiserslautern. Frühlingsanfang 23. Tschüss.